Willkommen bei meiner neuen Serie, bei der ich 10 Diäten in 100 Tagen machen werde, um zu schauen, wie sie sich gemeinsam auf meinen Körper entwickeln. Bedenkt bitte deshalb, dass man diese Diäten nicht einzeln betrachten kann und es durchaus passieren kann, dass ich am Ende einer Diät mehr wiege als am Anfang. Und nun viel Spaß bei diesem Video. Hey Leute, die zweite 10-tägige Diät, die ich mir nach dem Saftfasten ausgesucht habe, wird die Reisdiät sein. Die Regeln hierbei sind auch sehr einfach. Ich werde die ersten 3 Tage nur Reis essen, ohne nichts, 3-mal am Tag, 60 Gramm Trockengewicht, und ab dem 4. bis zum 10. Tag darf ich zum Reis ein bisschen Gemüse, mageres Fleisch oder Fisch dazu nehmen. Außerdem darf ich auch die ganze Diät über ungesüßten Tee trinken. Das war's schon mit den Regeln. Ich bin Kasüla, das ist mein Reis, legen wir los! Mit einer kleinen Schüssel Reis werde ich jetzt das Fastenbrechen machen. Ich habe einfach seit 10 Tagen nichts gegessen. Ich habe extra einen kleinen Teelöffel genommen, damit ich mir Zeit lassen kann beim Essen. Die erste Schüssel Reis oder nichts ist leer. Und es hat einfach super geschmeckt, aber das liegt hauptsächlich daran, dass ich 10 Tage lang nichts gegessen habe, weil ich das Saftfasten gemacht habe. Der erste Tag ist vorbei, er ist super verlaufen. Die 3 Mahlzeiten Reis haben mir vollkommen ausgereicht nach den 10 Tagen Saftfasten. Ich hatte wieder genug Energie gehabt und hatte mich nicht schwach gefühlt. Aber ich muss was gestehen, ich war gestern Abend auf einer Geburtstagsfeier gewesen und habe ein paar Shots getrunken. Dafür geht es mir aber heute wieder super. Ich habe keinen Kater, ich habe keine Bauchschmerzen, ich muss nicht den ganzen Tag lang im Bett liegen. Ich habe wieder Energie, ich werde gleich ein bisschen spazieren gehen. Wird ein toller Tag und ich freue mich wirklich schon auf den Reis. Ich wollte jetzt auf den 2. und 3. Tag eingehen, an denen ich nur Reis essen durfte und keine Beilagen dazu. Und zwar war es sehr einfach gewesen. Nach dem ganzen Saftfasten habe ich sowieso nicht so einen großen Hunger gehabt. Und ich habe am 3. Tag statt den 3 Portionen nur 2 gegessen, weil ich hatte einfach keinen Hunger gehabt. Ich bin voll zufrieden mit dem Reis, den ich bekomme und mit der Portiongröße. Und ich habe keine Bauchschmerzen davon. Ich habe wieder mehr Energie. Die Schwäche ist wieder komplett weg. Ich kann nachdenken normal. Und ja, sie waren sehr einfach gewesen. Viel Energie, kein Hunger. Besser kann es im Moment nicht laufen. Und ab heute darf ich ja ein bisschen Gemüse, mageres Fleisch oder Fisch dazu nehmen. Also ich sehe ab heute überhaupt keine Probleme für die restlichen 7 Tage, die ich noch habe. Heute ist schon der 4. Tag und das heißt, ich darf jetzt zu meinem Reis entweder ein bisschen Gemüse, ein bisschen Fisch oder ein bisschen mageres Fleisch dazu nehmen. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich das anfühlen wird, weil ich habe jetzt seit 13 Tagen lang nichts gegessen, außer Reis und den Säften. Der Reis schmeckt schon mal gut. Ich habe heute einen anderen Reis genommen. Davor habe ich diesen Langkornreis immer genommen. Der ist auch schnell fertig in 15 Minuten. Heute habe ich mal den Naturreis probiert. Der braucht ein bisschen länger. Der hat jetzt eine halbe Stunde gebraucht. Aber ich glaube, die Menge, die da rauskommt, 1060 Gramm, ist ein bisschen größer. Und wow, das schmeckt Hammer. Wow, etwas Festes im Mund und das ist nicht Reis. Das ist Hammer, das ist ein bisschen Paprika mit Balsamico. Oh, sehr schön. Ich glaube, ab jetzt wird mir diese Diät sehr viel Spaß machen. Ich bin heute wieder einmal auf einem Geburtstag. Meine Nichte wird 8 Jahre alt. Und schaut euch mal, was es hier gibt. Das alles werde ich nicht essen dürfen. Und das ist mein Essen für heute. Der 4. Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Heute habe ich natürlich nichts getrunken auf dem Geburtstag. Das war nur eine Ausnahme gewesen am ersten Tag. Und wird auch in Zukunft nicht mehr passieren. Denke ich. Der heutige Tag ist auch super verlaufen. Ich habe 2-mal Gemüse dazu gegessen und 3-mal Fleisch, wie ihr im Video gesehen habt. Und diese Fleischportion war mir sogar viel zu groß gewesen. Also ich war schon nach 3/4 der Portion satt gewesen und habe es dann nur aus Anstand leer gegessen. Bis jetzt läuft es besser, als ich je erwartet hätte. Der 4. und 5. Tag sind jetzt vorbei und ich muss sagen, mir ist noch keine einzige Diät so leicht gefallen wie diese Reisdiät. Denn seit dem 4. Tag, seitdem ich Fisch, mageres Fleisch oder Gemüse dazu nehmen darf, ist es sehr einfach geworden. Also ich bin immer komplett satt, teilweise esse ich das sogar nicht komplett auf. Und es kann sein, dass es auch am Wetter liegt, weil es ist im Moment extrem heiß einfach nur und da ist die Lust auf Essen auch ein bisschen niedriger.
Aber wie gesagt, das ist teilweise komplett normal für mich geworden. Ich könnte jetzt die ganzen 100 Tage so weiter essen. Der Reis schmeckt super, ich habe da mittlerweile 3 verschiedene Reissorten, die ich immer wieder untereinander wechsle. Und beim Gemüse wechsle ich eigentlich nur zwischen Paprika, Tomaten und Zwiebeln. Manchmal brate ich sie mir, manchmal esse ich sie einfach nebenbei, neben dem Reis. Manchmal mache ich mir ins Reis Soja rein, manchmal nicht, je nachdem wie ich Lust habe. Ja, es ist ziemlich viel Abwechslung da und ich bin die ganze Zeit sehr gut gelaunt. Ich habe sehr viel Energie. Ich muss nicht mehr so lange schlafen. Ich stehe viel früher auf, weil ich einfach keine Lust mehr auf den Schlaf habe. Es kann sein, dass es mit den 10 Kilo weniger zu tun hat, die ich jetzt mittlerweile habe, wenn man das Wasserfasten mit dazu nimmt. Mir geht es jetzt bei der zweiten Diät sehr gut und wie gesagt, ich könnte sie jetzt die restlichen 100 Tage auch noch durchziehen. Ich mache übrigens aktuell überhaupt gar keinen Sport. Ich werde bei der nächsten Diät mit Gimondo anfangen für 30 Tage. Das will ich ausprobieren und da auch ein Video dazu machen. Aber im Moment kein Sport, sondern ich achte nur darauf, dass ich 10.000 Schritte täglich mache. Wir haben heute den 7. Tag und seit gestern, seit dem 6. Tag der Diät, ist es richtig anstrengend geworden. Und zwar nicht wegen der Diät, sondern wegen der Hitze. Es ist unfassbar heiß und ich habe mir schon gestern eine Flasche Coca-Cola Zero gegönnt, nur zum Essen. Bei der Hitze brauche ich einfach etwas, was Kohlensäure hat. Ich trinke normalerweise immer nur Wasser, aber im Sommer finde ich das schon gut, wenn ich etwas mit Kohlensäure habe. Und bis jetzt hat es sich nicht negativ auf mein Gewicht ausgewirkt oder auf meine Laune. Eher im Gegenteil, eher positiv. Es fällt mir dadurch noch leichter durchzuhalten. Fehlt noch etwas rote Beete für meinen Geschmack. Die letzten 3 Tage der Reisdiät ist nichts wirklich Aufregendes passiert. Ich habe ganz normal meinen Reis weiter gegessen mit ein bisschen Gemüse, Fleisch oder Fisch. Ich hatte immer genug Energie gehabt, ich war immer satt gewesen, es war alles super. Doch, ich muss was beichten. Am 8. Tag war ich auf einer kleinen Feier gewesen und da habe ich was anderes gegessen, was ich normalerweise nicht essen durfte. Aber ich will immer ehrlich sein in meinen Videos und möchte euch diesen Ausschnitt, der jetzt kommt, nicht vorenthalten und vielleicht auch ein paar Leute dazu motivieren, einfach weiterzumachen, selbst wenn man einen Tag einen Ausrutscher hat. Also ich habe jetzt seit ungefähr 18 Tagen nichts mehr gegessen. Ich bin jetzt hier auf eine Geburtstagsfeier, wobei es keine Geburtstagsfeier ist, sondern eine Gender Review Party, weil in den sozialen Medien geht das gerade komplett ab und ich bin das erste Mal dabei und ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe es mir ein bisschen kitschiger vorgestellt, aber im Endeffekt ist es eigentlich genauso eine Feier, wie ich das gewohnt bin. Wir trinken alle, wir essen alle, wir haben genau das Gleiche, was man sonst gewohnt ist. Und ja, ich bin zwar auf meiner Reisdiät, aber ich werde heute Chili con Carne essen. Das ist das erste, was ich seit 18 Tagen esse. Das erste normale und ich muss sagen, es ist verdammt scharf. Es ist, ja, es war nicht so gut gewesen. Aber nehmt euch ein Beispiel daran, Leute, wenn ihr irgendeine Diät versucht und dann einen Tag Auszeit habt, wo das nicht funktioniert, wo ihr denkt, okay, ich muss heute trinken, ich muss heute feiern, ich muss heute ganz normal essen. Hört nicht auf am nächsten Tag, weil ihr einen Tag verkackt habt, sondern macht weiter. Wenn ihr weitermacht, dann habt ihr auch Erfolge. Kommen wir nun zum Fazit der Reisdiät. Die Liste der Dinge, die mir an dieser Diät gefallen haben, ist sehr lang. Die Diät war sehr einfach gewesen. Ab dem 4. Tag hatte man so viel Auswahl gehabt. Ich konnte immer zum Reis ein bisschen Gemüse, ein bisschen mageres Fleisch, ein bisschen Fisch dazu nehmen. Leider durfte man kein Obst dazu nehmen, das ist vielleicht auch ein Nachteil davon, aber ich habe das mit einer Vitamintablette ausgeglichen und ich denke, das ist auch in Ordnung. Außerdem war ich immer satt gewesen, hatte absolut keinen Hunger gehabt, die Portionen haben mir ausgereicht. Anfangs dachte ich, dass es ein bisschen zu wenig wird mit den 60 Gramm, aber am Ende war das trotzdem super gewesen. Und ich habe Gewicht verloren, ich habe nicht so viel Gewicht verloren wie beim Wasserfasten oder bei dem Saftfasten, aber ich habe trotzdem viel Gewicht verloren für eine Diät innerhalb kürzester Zeit und ich denke, das war auch nicht zu viel gewesen, sodass hier der Jojo-Effekt nicht so stark sein würde, wenn ich jetzt wieder normal essen würde. Außerdem war diese Diät auch sehr günstig, weil Reis günstig ist und die Portionen auch sehr klein war, sodass man auch wenig Geld für Gemüse, Fisch oder mageres Fleisch ausgab. Ich habe vielleicht noch einen einzigen Nachteil dieser Diät.
Für jemanden, der kein Reis mag, wäre diese Diät sicherlich überhaupt nichts. Ich wollte nur noch mal erwähnen, dass ich während der Diät keinen Sport gemacht habe, bis auf dass ich darauf geachtet habe, 10.000 Schritte täglich zu machen. Und das ist mir auch super gelungen, denn ich habe im Schnitt 14.000 Schritte täglich machen können. Das heißt, auch hier hatte ich genug Energie gehabt und ich kann diese Diät wirklich mit gutem Gewissen jedem Einzelnen empfehlen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Diät wieder, wenn es wieder heißt, ich bin Kasüler, das war mein Reis, haut rein!